Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Sneagle Design, der Specialist Pack 40. Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir euch den Sneagle Design Specialist 30 Liter bzw. 25 Liter vorgestellt. Hier drüben steht er. Solltet ihr das Video nicht gesehen haben, lege ich euch mal schwer ans Herz, das zu tun und das mal noch nachzuholen. Am Ende dieses Videos ist dieser Pack nochmal verlinkt, denn im Endeffekt sind sie beide gleich aufgebaut von der Ausstattung her, nur eben mit unterschiedlichen Volumen, um eben auch nochmal ein anderes Arbeitsspektrum abzubilden. Die Specialist-Reihe ist, wie der Name schon sagt, für spezialisierte Kräfte, also zum Beispiel als Medic oder als Recon-Einheit, die hier eine Observation macht mit Fotoequipment oder eben für Sprengmittelbeseitigung oder eben was auch sonst irgendwie spezialisiert mehr Ausrüstung oder spezialisierte Ausrüstung in einem Rucksack mitzuführen notwendig macht. Bei der kleineren Variante haben wir euch zum Beispiel ein Medic-Setup gezeigt mit den Inserts, die es optional zu kaufen gibt. Das sind dann Trennwände. Die gibt es natürlich auch hier für den 40 Liter, haben wir hier nicht dabei. Hier haben wir uns mal fokussiert auf das Foto-Insert bzw. auf das Recon-Insert, wo man zum Beispiel auch eine Drohne mit unterbringen könnte, aber nur das schon mal vorab. Wie ihr sehen könnt, ist der Specialist 40 nicht nur von der Literzahl größer, sondern logischerweise auch von den Abmaßen. Wir haben hier 58 cm in der Höhe, 39 cm in der Breite und je nachdem, wie viel man reinpackt, ungefähr 23 cm in der Tiefe. Hier im direkten Vergleich mit dem kleinen von vorne sieht man, das ist nicht unbedingt viel größer nach oben, aber deutlich natürlich zu sehen in der Tiefe. Von daher hat man dann hier auch nochmal ein ganz anderes Spektrum. Der kleinere Specialist Pack wäre zum Beispiel auch noch geeignet, um ihn am Plattenträger zu befestigen. Das würden wir bei dem großen auf jeden Fall nicht machen, aber nur, dass ihr es mal auch gehört habt, die Option gäbe es. Sneagle Design hat hier ein 500 Deco Dura, das ist Steingrau-Oliv, geht mehr so ins Gräuliche, wenn man das mit anderen Herstellern vergleicht, die auch Steingrau-Oliv haben. Beim einen geht es mehr ins Oliv, beim anderen geht es mehr ins Grau. Hier sieht man ganz klar, geht in Richtung Grau und wir haben hier ein Gesamtgewicht bei dem Rucksack von ca. 2 Kilo leer und wir haben ein Volumen von 40 Litern, wie ich schon gesagt habe, im Gesamten mit den beiden Vordertaschen mit dazu. Die Front ist hier komplett ausgestattet mit normalem klassischen Molle, wie auch bei der kleineren Variante, sowohl für die beiden aufgesetzten Fronttaschen als auch hier für die kompletten Seiten, rechts und links, wie man sich das halt eben wünscht. Und auch auf dem Boden haben wir nochmal Molle, um eben auch zum Beispiel eine Isomatte oder ähnliche Ausrüstung nochmal von unten fixieren zu können. Schauen wir uns mal das Tragesystem an. Erstmal den Rücken. Der ist genau auch gleich ausgeführt wie bei der kleineren Variante. Wir haben hier vollflächig Mesh, um hier möglichst bequemen Rückentransport zu gewährleisten. Der kleine Pack hat die Möglichkeit, auch einen Hüftgurt zu nutzen, ist aber keiner dabei. Hier beim großen schon. Da hat man hier ein 50 mm Gurtband mit einer leichten Versteifung drin, eine große Fastex-Buckel, hier auch nochmal mit Kletschlaufen, um das Ganze hier auch aufrollen, organisieren zu können. Der ist auch entnehmbar und auch hier würde von der Größe her ein größerer oder breiterer Beckengurt passen. Der ist ja eigentlich nur zur Stabilisierung am Körper, also nicht zur Lastenübertragung. Also wenn jemand hier den Rucksack vollpackt und da auch eine Lastenübertragung haben möchte, wäre es hier möglich, dann auch optional einen breiteren Gürtel eben dazu verwenden zu können. Ja, natürlich wünscht man sich bei so einem Rucksack auch ein Tragesystem, was ein bisschen Struktur bietet. Das bietet der Pack hier. Wir haben hier ein Fach, das man als Medic Pack zum Beispiel auch nutzen kann, um hier größere Gegenstände wie ein Stiffneck reinzupacken. Aber hier ist auch dann mit untergebracht einmal ein Framesheet aus Plastik, was hier eingesetzt ist, was man nicht entnehmen kann. Und eine Alustrebe, die hier die Struktur bietet. Die lässt sich herausnehmen und bei Bedarf natürlich auch nochmal etwas an den Körper anpassen. Die Träger sind anatomisch vorgeformt, leicht gepolstert, relativ schmal für so einen großen Rucksack. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dass er eben auch für den militärischen Einsatz konzipiert ist und über dem Plattenträger getragen werden kann oder soll, damit der hier halt möglichst wenig beim Schießen oder beim Anschlag mit dem Gewehr in Konflikte gerät.
Wir haben hier einmal zwei querlaufende Schlaufen, um zum Beispiel Kabel oder sonstiges zu fixieren. Wir haben hier zwei elastische Schlaufen darunter, genau dasselbe nochmal in grün. Und natürlich auch einen höhenverstellbaren Brustgurt, der dann hier vorne verschließbar ist mit einer Fastex-Buckel. Und auch hier wieder eine schöne Organisation des überschüssigen 25 mm Gurtbands. Die Schultergurte lassen sich hier auch nochmal mit einem Fastex-Verschluss trennen, um zum Beispiel, wenn der Pack im Fahrzeug oder im Hubschrauber oder sonst irgendwo gelagert wird als Medic Pack, kann man dann auch die Träger hier oben in diesem Fach verstauen. Ich lege ihn einmal kurz ab, dann ist es ein bisschen einfacher für mich. Dann kann man die hier schön reinpacken komplett. Dann verschwinden die da. Und genau dasselbe kann man natürlich auch mit den Trägern unten machen. Die schiebt man dann hier unten in die Schlitze ein, wo auch der Beckengurt rausgeführt ist. Und den kann man dann auch mit hineinpacken oder eben komplett entfernen, je nachdem, wie man es braucht. Hat man hier nochmal zum Tragen auf der einen Seite einen großen Carry-Handle. Und den findet man auch hier im oberen Bereich, um eben das Ganze auch mit der Hand tragen zu können, wenn denn Bedarf ist. Dann schauen wir mal in die Fächer rein. Wir haben hier zwei Kompressionsriemen, die bis zum hinteren Bereich des Rucksacks reichen. Das heißt, es wird das vordere Fach mit an das Hauptfach rangezogen, jeweils oben und unten. Machen wir sie einmal alle vier auf. Und dann habt ihr hier unten nochmal zwei ganz feine Bänder mit einem Druckknopf. Die sind dafür gedacht, dass wenn das Hauptfach geöffnet wird, dass es nur bis zu einem bestimmten Punkt aufgeht, um eben nicht, dass alles herausfällt. Das kann man bei Bedarf natürlich auch dann relativ schnell lösen. Dafür ist der Druckknopf ideal. Gut, dann einmal in die beiden Frontfächer rein. Gehen wir oben rein. 3 Reihen Molle hier. Natürlich auch von der Breite her haben wir hier mehr Schlaufen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schlaufen Molle in der Breite. Hier hatten wir nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Auch 8. Okay. Im oberen Bereich nochmal Klett für Patches. Und auch hier wieder, wie beim anderen Rucksack, die schönen Zipperpuls mit Schrumpfschlauch und einer großen, griffigen Kordelstopperende hier, um das Ganze eben halt auch gut greifen zu lassen mit Handschuhen. Das kann man einfach zwischen die Finger packen und damit dann aufmachen. 2 umlaufende Reißverschlüsse. Hier hat man jetzt auf der vorderen Seite einmal ein Meshfach mit Zipper. Das heißt, hier kann ich auf jeden Fall den Inhalt sehen. Das geht hier über den gesamten Bereich hier vorne. Und dann habe ich hier nochmal 3 Einschübe, auch aus diesem elastischen Material. Da hatten wir euch schon mal ein Video gemacht von den Sneagle Elastic Mag Pouches. Das hängen wir hier auch ans Ende, könnt ihr euch mal angucken. Sieht eher so ein bisschen aus wie ein Damenstrumpf, ist aber extrem robust, also sehr reißfest und eben halt auch elastisch. Und hier kann man natürlich dann entweder flache Gegenstände reinstecken oder aber auch Magazine. Und hier ist jetzt das Schöne bei dem Pack im Vergleich zu dem. Der konnte zwar auch die Magazine in der Breite fassen, hier im oberen Bereich, aber dadurch, dass das Fach ein bisschen schmäler ist, konnte man die hier im oberen Fach nicht unterbringen, im unteren schon, aber oben wäre es für Magazine eben nicht ideal gewesen. Und hier kriegt man auf jeden Fall die Magazine rein und das Fach dann auch entsprechend zu. Habe hier mal mitgebracht G36, AR und AK, dass man mal so die üblichen Verdächtigen hat. Ja, AK würde hier oben auch eng werden, aber so die üblichen Verdächtigen hier G36 und AR15, das kriegt man auf jeden Fall rein und dann auch zu. Das war das obere Frontfach. Gehen wir mal ins untere Frontfach. Auch hier wieder die schönen Zipperpuls und 2 umlaufende Reißverschlüsse, um das Fach zu 2/3 zu öffnen. Selber Aufbau wie oben. Eine große Meshtasche hier an der Flappe, wo ich flache Gegenstände unterbringen kann. Und dann nochmal hier 3 große Einschübe. Und die sind von der Dimensionierung wirklich so, dass hier ein AR-Magazin komplett verschwindet. Die sind auch tief genug, um pro Tasche 2 AR-Magazine aufnehmen zu können. Oder eben ein ungecleantes G36.
oder eben auch ein AK-Magazin. Also da seht ihr, da ist wirklich ordentlich Platz. Und hier oben sind nochmal 2 Schlaufen, die ihr nutzen könnt, um zum Beispiel Gegenstände zu sichern. Das sind die beiden Fronttaschen. Gehen wir ins Hauptfach. Selbes Spiel, umlaufender Reißverschluss wird hier dann gestoppt durch dieses Gurtband hier. Das kann man dann öffnen, um den Rucksack dann ganz und um die Ecke unten aufmachen zu können. Das muss ich beidseitig lösen. Und dann kann ich hier auch das Ganze komplett öffnen. Auf der Flappenseite haben wir jetzt mal hier nochmal wie auch beim kleinen Rucksack ein bisschen auf Medic ausgebaut. Natürlich wäre das hier auch für alle anderen schmalen Gegenstände denkbar. Ihr habt hier 3 Reihen elastische Schlaufen in unterschiedlichen Breiten, von ganz schmal bis immer breiter werdend hier zum Ende. Und da kann man natürlich alles unterbringen, was irgendwie Spaß macht. Dahinter ist auch nochmal ein Einschubfach. Das geht genau bis zur Hälfte, also bis hierher. Und hier habe ich auch einen Kabeldurchlass, den man hier sehr schön sehen kann, um eben zum Beispiel hier hinten drin eine Powerbank zu haben und hier ein Kabel, was nach außen geht. Das wäre hier oben schon mal gegeben. Dann habt ihr hier eine Lasche, um eben auch Gegenstände zu sichern oder aufzuhängen. Und wie wir es euch auch gezeigt haben beim kleinen Rucksack, umlaufend das geschlitzte Gurtband, das genutzt werden kann, um mit den Sneagle-Inserts zu arbeiten, die hier eingehängt werden können. Das heißt, ich kann hier Paneele entweder nur auf einer Seite oder beidseitig festmachen. Je nachdem, wie ich sie festmache, kann ich sie dann entweder aufklappen oder eben als Trennwand nutzen. Das ist wirklich sehr modular. Hier in der Front geht das nur in U-Form, umgedrehter U-Form. Im Hauptbereich habe ich das wirklich umlaufend, also komplett einmal rundherum. Und da kann ich natürlich dann das Ganze nochmal organisieren, weil das Hauptfach an sich ist eigentlich nur ein großes leeres Loch. Hier im unteren Bereich nochmal eine große Mesh-Tasche mit Reißverschluss und hier auch nochmal ein Durchgang für Kabel. Also auch hier in diesem Bereich könnte ich hier mit irgendwas arbeiten, was Strom benötigt, um hier das Ganze durchführen zu können. Die Flappe ist hier mit einem Polymerstab einmal aufgespannt, ähnlich wie bei einem Zelt, damit hier das Ganze seine Form behält. Das heißt, egal wie ihr diese Flappe hier befüllt, die hat eine sehr hohe Eigensteifigkeit und hält dadurch natürlich auch sehr gut ihre Form. So, dann gehen wir mal in den eigentlichen Hauptbereich. Der ist, wie ich schon gesagt habe, komplett unspektakulär und leer. Auch nicht versteift, das heißt hier ganz weiches Außenmaterial. Ich falte das einmal nach außen, damit ihr das besser sehen könnt. Ihr habt hier die Rückenplatte, wo ich auch wieder das Gurtband habe, das mit den Schlitzen, das umlaufend ist. An der eigentlichen Rückenplatte ist es auch nur in U-Form. Ich habe ja vorhin gesagt, das läuft rundherum. Aber das hat man hier so gemacht, dass hier in dem Bereich das nur in U-Form ist, in einem umgedrehten U. Und im Bodenbereich, das Gurtband mit den Schlitzen, ist hier auch wirklich im Boden ganz vorne vernäht. Das macht natürlich durchaus Sinn, weil wenn ich jetzt hier eine Trennplatte einbaue und die hier ganz hinten anliegt, dann könnte ich nicht mehr wirklich viel unten drunter packen, außer ganz flachen Gegenständen. Und so habe ich automatisch schon ein bisschen Platz geschaffen, also ungefähr hier 10 cm nach oben versetzt, um dann da mit der Trennwand zu arbeiten, die dann mittig stehen könnte. Da wäre dann zum Beispiel das so zu denken, dass hier die Trennplatte steht und man die hier auch mit Paracord rechts und links fixieren könnte. Dann könnte man als Medic Pack das Ganze so aufpacken. Dann mache ich es auf und dann bleibt hier die Trennwand in der Mitte stehen und dann habe ich hier die beiden Module liegend aufgebaut. So, hier habe ich auch nochmal eine Hängeschlaufe, um zum Beispiel auch ein Trinksystem einzubringen. Ansonsten ist das hier nicht für einen Trinkrucksack konzipiert. Wir haben zwar Durchgänge hier oben rechts und links nach außen, die für Schläuche oder Kabel gedacht sind, aber ich habe hier kein dediziertes Trinkblasenfach, wo ich eine Trinkblase reinbringen könnte, sondern die würde dann hier lose hängen. Aber das wäre dann zum Beispiel auch mit der Trennwand überhaupt kein Problem. Gut, hier hat man übrigens auch nochmal rechts und links im Hauptfach einen Ausgang nach außen für Strom. Also wenn ihr hier mit Elektronik arbeiten würdet, könntet ihr hier auch dann die Kabel nach außen führen. Das wäre dann auch machbar.
du bleibst schön hier, mein Freund, bis das Video zu Ende ist. Okay, die Trennmodule habe ich euch bereits im anderen Video vorgestellt und erwähnt. Jetzt haben wir hier nochmal mitgebracht das Foto-Insert oder Recon-Insert von Sneagle. Wir haben uns gedacht, wir machen das eine da und das andere da, damit es nicht zu viel und zu lang wird. Und hinten dran habe ich nochmal von Tasmanian Tiger das mitgebracht, einfach, dass ihr auch mal den direkten Vergleich habt zwischen den beiden Herstellern, die beide sehr gute Foto-Inserts machen. Natürlich alles für einen bestimmten Zweck. Bei dem Sneagle-Design seht ihr schon ganz deutlich, hier habt ihr natürlich mit dem 40 Liter auch mehr Platz nach oben. Aber wenn ihr euch die Tiefe mal anschaut, da ist definitiv weniger Tiefe da als beim TT. Das könnte für den einen oder anderen interessant sein, der hier mit Kameras arbeitet, die eben schon ein bisschen aufgebaut sind. Das heißt, hier habt ihr mehr Tiefe und hier habt ihr mehr Höhe. Ansonsten sind die aber beide ähnlich nutzbar. Das heißt, ihr könnt sie solo nutzen. Hier auch wieder Gurtband mit Schlitzen dran. Das heißt, man könnte hier auch ohne weiteres einen Tragegurt dran machen. In sich geschlossenes System. Auch hier könnten nochmal Module angebracht werden mit dem Lochband. Das heißt, man könnte hier eine Trennwand mit anbringen, um das Ganze eben im Pack nochmal weiter zu unterteilen oder zu nutzen. Und natürlich auch ein Carry-Handle, der mit Klett fixiert werden kann, damit er nicht im Weg ist, um das Ganze zu tragen. Der will heute einfach nicht stehen bleiben hier. Ich habe dir gesagt, du bleibst in diesem Video bis am Ende stehen, Kollege. So, jetzt aber. Okay, lassen wir uns da nicht weiter von dem stören. Was haben wir hier an Features? Auf der Front habt ihr einmal einen Klettbereich. Hier im unteren Bereich habt ihr nochmal ein Stiftefach. Das heißt, hier ist es ein bisschen breiter für eine Powerbank oder sowas in der Art. Dann nochmal ein breiteres Stiftfach und dann nochmal 4 schmale Stiftfächer. Muss man natürlich dazu sagen, weil die Flappe hier fest vernäht ist, ist man hier natürlich auf eine gewisse Länge beschränkt. Also große, lange Kugelschreiber bekommt man hier nicht dran, nur dass ihr es mal gesehen habt. Dann habt ihr hier nochmal ein Einschubfach, was über die komplette Fläche geht. Das ist sehr cool. Das bietet zum Beispiel der TT nur hier in einer etwas eingeschränkteren Form. Aber hier könnte ich dann zum Beispiel auch wirklich große DIN A4 Blätter oder irgendwas in der Art unterbringen, was hier über die komplette Fläche nutzbar ist. So, dann legen wir ihn einmal ab. Den tun wir mal ein kleines bisschen zur Seite so lang. So, den Deckel kann man natürlich auch komplett entfernen, falls Bedarf ist. Muss nur, glaube ich, bis ganz nach oben gehen damit. Und in die andere Richtung. Technik, die begeistert. So, und dann habe ich den Deckel hier komplett entnehmbar. Das macht natürlich dann Sinn, wenn ich das hier im Pack verbaue. Da habe ich hier schon eine Flappe und will dann vielleicht den Innenbereich im direkten Zugriff haben. Da kann ich dann bei Bedarf hier diese Flappe komplett entnehmen, kann sie natürlich aber auch dran lassen und nutzen. Die bietet dann auf der Innenseite nochmal 3 Klarsichtfächer. Hier seht ihr auch schon mal ganz schön den Unterschied zu dem neuen Wabenmaterial von TT, das haben wir ja bereits erwähnt. Das ist von der Durchsichtigkeit ebenfalls sehr gut, aber beschlägt halt nicht. Das hier, seht ihr schon, das ist ein neuer Rucksack. Und da hat man schon so leichte Lagerungsspuren hier von dem Klarsichtmaterial. Ist natürlich nur Kosmetik, aber sollte auf jeden Fall mal erwähnt werden. Ja. Funktioniert einwandfrei, sieht halt nur nicht so schön aus, aber im Feld ist einem das wahrscheinlich egal. Die Zipperpulls haben hier auch nochmal eine Garage, das ist extrem wichtig und gut, weil das liegt ja hier direkt auf meinen ganzen Geräten drauf. Das heißt, da kann nichts passieren, dass da alles geschützt ist. Da kommt auch ein ganzer Haufen Klettbänder mit dazu. Die sind dafür gedacht, wenn ich hier den Inhalt nochmal nach oben gegen Herausfallen sichern möchte. Das heißt, hier nehme ich diesen Klettstreifen, setze den hier rein und könnte dann damit hier zum Beispiel dieses Fach verschließen. Dafür sind die da. Ich packe sie mal wieder hier rein. So. Und du bleibst jetzt auch stehen, nicht, dass du so umfällst wie der da drüben.
In der Innenorganisation habt ihr hier herausnehmbare Trennwände. Die sind ganz weich und biegsam, sind natürlich hier mit einem Velour-Klett versehen. Das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit, verschiedene andere Klettmodule anzubringen, wenn ich das möchte. Einmal natürlich, dass hier die Wände untereinander frei versetzbar sind. Aber ich habe hier zum Beispiel auch mit dabei bei diesem Rucksack oder bei diesem Insert eine kleine Pouch, die zum Beispiel für SD-Karten ist. Hier auch für ganz große Karten nochmal mit 2 Fächern. Und das kann ich überall reinkletten. Das könnte ich jetzt zum Beispiel hier auf so eine Trennwand ohne weiteres kletten. Ja, da habe ich dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von den schmäleren Trennern. Die sind alle gleich groß und auch alle gleich aufgebaut. Das heißt, Hakenklett an den beiden äußeren Bereichen, nichts oben, nichts unten. Bei TT hätte man hier nochmal im unteren Bereich was zum Festkletten zur Fixierung. Das ist hier natürlich ein bisschen weniger gut gelöst, sage ich mal. Aber man hat hier den Vorteil, dadurch, dass das Ganze etwas flacher ist als beim TT, dass man das nicht unbedingt benötigt. Ja, dann hat man nochmal 2 große, lange Trenner, die man hier in der kompletten Länge einsetzen kann, um das Ganze dann eben schön zu organisieren. Jetzt verheiraten wir das Ganze mal mit dem großen Pack. Der Vorteil ist, ich kriege das hier super rein, habe dann auch das Hauptfach hier komplett gefüllt. Der Nachteil ist, ich habe hier leider keinerlei Möglichkeit, dieses Insert zu befestigen. Da ist zwar dieses Lochband mit dabei, aber da müsste ich im Endeffekt wirklich mit Paracord unten das mit dem Hauptrucksack befestigen. Also keine schnelle Lösung, um das Ganze hier hineinzubringen. Kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein. Für jemand, der jetzt hier das Ding im Stehen aufpackt und das Insert fällt dann raus, ist es ein Nachteil, aber so habe ich natürlich die Möglichkeit, jederzeit das Ganze schnell herauszunehmen und es eben irgendwo anders hinzupacken, wenn ich den Rucksack zum Beispiel für EDC-Gebrauch als ganz normalen Backpack nutzen möchte und dann eben für einen Einsatz hier in dieser Variante. Gut, dann haben wir jetzt einen Medic-Fotorucksack. Machen wir den mal zu. Und so sieht er aus, wenn er gepackt ist mit dem Insert. Alles stabil und gut geschützt im Inneren. Kommen wir zum Fazit des Sneagle Specialist Pack 40 Liter. Wir finden es toll, dass man hier eine Familienlösung hat, die modular miteinander kombinierbar ist. In Anführungszeichen, je nachdem natürlich, die großen Trennmodule passen in den großen schon irgendwo rein, aber sind natürlich dann nicht ausfüllend. Aber vom Grundgedanken her, dass man einen größeren und einen kleineren Rucksack hat, die identisch sind vom Aufbau her und auch von der Nutzung, macht es natürlich dann viel, viel einfacher, wenn ich jetzt verschiedene Missionen habe oder beziehungsweise verschiedene Einsätze habe, wo ich mal einen größeren oder mal einen kleineren Rucksack brauche und eben immer dann trotzdem noch genau weiß, okay, ich habe vorne die 3 Einschübe und muss nicht komplett umdenken, weil es ein ganz anderer Rucksack ist. Gefällt uns sehr gut. Ihr bekommt den Sneagle Specialist 40 Liter bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. By the way, denkt dran, Recon Company hat Jubiläum und am 1. Juli gibt es da eine große Veranstaltung. Wir werden auch vor Ort sein und berichten. Wäre schön, wenn wir uns da sehen. Schaut mal vorbei. Recon Company auf der Homepage findet ihr alle notwendigen Informationen zu der Veranstaltung. Wie findet ihr den Sneagle Specialist 40 Liter und das Foto-Insert? Schreibt uns mal in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wie man an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.